Weltweit gehen Millionen Autos plötzlich kaputt, wegen einem Bauteil, das nur ein paar Euro kostet. Werkstätten verlangen dafür trotzdem mehrere hundert Euro. Ich zeige dir nicht nur, wie du das in wenigen Minuten selbst reparierst, ich nehme das Teil komplett auseinander, damit du genau siehst, was da eigentlich kaputt geht und warum die Werkstätten daran so gut verdienen. Am Ende wartet noch ein Experiment auf dich, das du nicht verpassen solltest. Achte beim Abklemmen darauf, dass die Lenkradsperre nicht aktiv ist, weil das wird später noch sehr wichtig. Außerdem solltest du aus Sicherheitsgründen zuerst immer den Massepol abklemmen. Die Lenksäulenverkleidung ist mit insgesamt 3 Schrauben festgemacht. Hier siehst du die untere, die ziemlich gut versteckt ist. Während ich die Schraube löse, zeige ich dir, welche Modelle betroffen sind. Wenn dein Auto dabei ist, bleib unbedingt dran. Und wenn du jemanden mit einem dieser Modelle kennst, schick ihm gern das Video. Das könnte ihm eine teure Werkstattrechnung ersparen. Um an die letzten beiden Schrauben zu kommen, muss die obere Verkleidung abgehebelt werden. Nutzt dafür am besten einen Kunststoffkeil, weil dieser keine Spuren hinterlässt. Hier kannst du sehen, warum es so wichtig ist, dass die Lenkradsperre nicht aktiv ist, weil, um an die Schrauben zu kommen, muss das Lenkrad ausgerichtet werden. Viele Werkstätten begründen den hohen Preis mit dem Ausbau von Airbag und Lenkrad. Wie du siehst, geht's auch ohne. Und das ist nur der erste von mehreren Punkten, die wir heute auf den Prüfstand stellen. Jetzt, wo die Verkleidung endlich demontiert ist, kommt der fummelige Teil. Als erstes sollte die Steckverbindung von der Lesespule für die Wegfahrsperre gelöst werden. Dieser Punkt wird im weiteren Verlauf noch sehr wichtig. Danach wird die Steckverbindung von dem Taster gelöst. Zum Lösen suchst du die Haltenasen für die Stecker und drückst diese nach unten. Dann können die Stecker gelöst werden. Hier musst du unbedingt aufpassen, dass die Nasen für die Verriegelung nicht abbrechen. Wenn du alle Steckverbindungen gelöst hast, kannst du die Verkleidung aus dem Auto nehmen und auf der Werkbank weiterarbeiten. Und wenn du nicht so unprofessionell wie ich arbeiten willst, nimmst du 2 kleine Schraubendreher, um beide Federn für den Taster gleichzeitig einzudrücken. Ich habe hier leider nur einen Schraubendreher und mich deswegen ziemlich abgequält. Den Kampf zum Schluss aber doch gewonnen. Bevor ich dir zeige, wie man diesen Taster zerlegt und was genau das Problem ist, habe ich noch eine kurze Info bezüglich des letzten Videos. Nachdem das letzte Video ein, sagen wir mal, kein so gutes Ende genommen hat und ich schon kurz davor gewesen bin, dem Temu-Support eine richtig böse E-Mail zu schreiben, hat sich mein Elektriker des Vertrauens bei mir gemeldet. Und wie sich herausgestellt hat, waren gar nicht die Leuchten das Problem, sondern die alte Verkabelung hier in diesem Gebäude. Mir wurde versichert, dass jetzt alles gefixt ist und ich mir keine Gedanken mehr machen muss, dass die Werkstatt abbrennt. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch am Ende von diesem Video. Ich habe zwar schon einen neuen Schalter hier zu liegen, aber was haltet ihr von der Idee, wenn ich den alten Schalter sauber mache, ich baue ihn wieder ein und dann schauen wir mal, ob er funktioniert und wie lange er noch funktioniert. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt es in die Kommentare. Also wer auch immer für diese Misere verantwortlich ist, wollte auf jeden Fall sicher gehen, dass sich das keiner genau anschaut. Aber nicht mit mir, denn ich bin einfach zu neugierig. Also so wirklich viel Verschmutzung kann ich hier tatsächlich gar nicht erkennen. Ein bisschen was ist zu sehen, wenn man es ins Licht dreht. Und auf der anderen Seite, die Kontakte sehen eigentlich auch sehr gut aus. Ich werde den Schalter jetzt mit diesem wunderschönen Luftmassensensorreiniger sauber machen und dann werde ich ihn wieder zusammenbauen. Und wenn ihr entschieden habt, dass der Schalter wieder eingebaut werden soll, dann werde ich ihn wieder einbauen und dann testen wir mal, wie lange das Ganze gut geht. Na, ein bisschen was an Dreck kam da schon runter. Ich weiß nicht, kann man es erkennen? Ne. Ich hoffe doch, dass man es erkennen kann.
Schalter ist gereinigt und wieder zusammengebaut. Sieht aus wie neu. Und ob wir ihn einbauen, das entscheidet ihr. Aber damit ich das Auto in der nächsten Zeit wieder bewegen kann, werde ich erstmal den Nachbau einbauen. Und außerdem wollen wir ja sehen, ob der funktioniert, oder? Dieser Nachbauschalter ist für unter 10 € bei Amazon erhältlich und damit eine günstige Alternative. Wenn du lieber ein Originalteil verbauen willst, ist dieses für um die 50 € erhältlich. Ich hatte vorhin die Lesespule für die Wegfahrsperre erwähnt. Diese taucht auch gerne auf den Rechnungen von betroffenen Kunden auf, meist auch in Verbindung mit dem Cassie-Steuergerät. Beides muss bei diesem Problem nicht ausgetauscht werden. Und ob der Schlüssel neu angelernt werden muss, siehst du gleich, nachdem alles wieder zusammengebaut ist. So Freunde, der Moment der Wahrheit. Der günstige Austauschknopf ist jetzt drin. Er leuchtet sogar schon. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Auto auch ankriegen. Das machen wir erstmal ab. Das brauchen wir nicht mehr. Oh, Schlüssel. Ein Schlüssel wäre nicht schlecht. Einen Moment. Ich glaube, mit Schlüssel geht's besser. Das sieht gut aus. Oh, schön. Oh, er funktioniert. Wie geil. Jetzt kann ich endlich wieder mit dem Auto fahren. Gleich mal starten. Oh. Okay, scheiße, was ist das jetzt? Okay, Freunde, ich weiß nicht, was es ist. Irgendwie läuft der gerade extrem unrund und stinkt übelst nach Sprit. Und die EPC-Leuchte ist an. Lieber wieder ausmachen. Tja, Freunde, eine Baustelle gefixt, hat sich leider gleich die nächste aufgetan. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns gerne im nächsten Video an. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, ob ich den wieder einbauen soll zum Testen, dass wir gucken, wie lange das gut geht. Und wenn ihr wissen wollt, was das für ein Drama mit der Beleuchtung war, dann schaut euch jetzt das Video an. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst dem Video gern ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.